Vielleicht kennen das manche von euch. Man wacht morgens schon mit schmerzenden Gelenken auf. Der Mittagsspaziergang wird zur reinen Qual und ist kaum noch zu bewältigen. Und sogar nachts wird manchen Menschen der Schlaf geraubt von plagenden Muskel- und Gelenkschmerzen. Heute erfahrt ihr, wie ich mein Fibromyalgie-Syndrom besiegt habe und was man allgemein sonst noch Gutes für Muskel und Gelenke tun kann und somit seine Schmerzen wieder zu lindern. Also, bleibt dran! Muskel- und Gelenkbeschwerden können zahlreiche Ursachen haben, aber eine der häufigsten Ursachen ist tatsächlich eine jahrelange falsche Ernährung. In der traditionell chinesischen Medizin kann man Schmerzen in jedem Funktionskreis haben. Schmerzen, die aus dem Funktionskreis Milz entstehen, sind häufig verbunden mit unserem Fettgewebe. Schmerzen, die mit dem Funktionskreis Herz entstehen, hängen häufig mit einer schlechten Durchblutung zusammen. Und die des Funktionskreises Lunge werden häufig mit Sauerstoffmangel in den Zellen verbunden. Die der Leber mit den Sehnen und den Bändern und Schmerzen und Probleme mit den Knochen hängen mit dem Funktionskreis Niere zusammen. Ihr seht also, dass man erstmal herausfinden muss, in welchem Funktionskreis man seine Beschwerden hat und wo sich der Schmerz manifestiert hat. Da Schmerzen ein sehr komplexes Thema sind, habe ich eine grobe, simple Übersicht gemacht, die euch dabei helfen soll, eure Schmerzen einzuordnen und somit besser behandeln zu können. Wenn ihr meine Videos schon länger verfolgt oder wenn ihr euch schon mit der TCM etwas mehr befasst habt, dann wisst ihr, dass die TCM Erkrankungen mit Witterungen bezeichnet, wie zum Beispiel Hitze, Kälte, Nässe und Wind. Und genau diese 4 Kategorien habe ich nun für euch übersichtlich zusammengestellt, damit ihr das Hauptsyndrombild eurer Schmerzen besser einordnen könnt. Ich möchte als erstes mit dem sogenannten Hitzeschmerz beginnen, der sich mit folgenden Symptomen auszeichnet. Und zwar häufig hat man gerötete Stellen am Körper. Der Schmerz ist eher pochend bis brennend. Man leidet oft unter Entzündungen, die dann wahrscheinlich im Blut festgestellt werden können oder aber auch durch andere diagnostische Verfahren der Schulmedizin. Die Beschwerden werden häufig besser durch eine Kühlung, egal auf welche Art und Weise, zum Beispiel durch kühleres Essen oder aber auch vielleicht durch eine kalte Dusche oder auch im Winter, wenn die Witterungen einfach kälter sind. Verschlimmern tun sie sich dann natürlich bei Hitze. Alle möglichen Arten von Hitzeprozessen werden eure Schmerzen auf jeden Fall dann verschlimmern. Und zwar zum Beispiel bei scharfem Essen, aber auch im Sommer oder zum Beispiel, wenn ihr ein heißes Bad nehmt. Es können auch Fieberschübe auftreten. Als nächstes haben wir den Nässeschmerz, der häufig in eine Stauung übergeht. Hier haben wir folgende Symptome. Und zwar reichen sie von Schwellungen, dumpfen und fixierten Schmerzen, natürlich Wassereinlagerungen, also Ödeme im Körper. Dann die Beschwerden werden auf jeden Fall besser, wenn man sich bewegt, aber man muss sich längere Zeit bewegen. Schlimmer werden sie oft durch Stress und Trägheit. Aber man hat auch jedes Mal ein sehr, sehr schweres Gefühl im Körper. Schwere Beine, schwere Arme. Also es ist so dieses träge und schwere Gefühl, das man dabei was sich dabei manifestiert. Als nächstes haben wir den Kälteschmerz. Der Kälteschmerz zeichnet sich überwiegend aus durch ein sehr blasses Erscheinungsbild. Oft sind die Körperstellen auch sehr blass. Natürlich können sie auch bei Berührung kalt sein.
Der Schmerz ist oft sehr, sehr stark und stechend. Es kann auch zu steifen Gelenken kommen. Besserung wird durch Wärme erzielt, aber auch durch Bewegung. Und schlimmer wird das Ganze natürlich durch Kälte, also zum Beispiel wieder im Winter. Und häufig haben wir hier noch eine ständige innere Kälte in uns, die uns dann jedes Mal frieren lässt, sogar auch im Sommer teilweise. Nun haben wir die letzte Schmerzkategorie, der Windschmerz. Der Windschmerz ist sehr flexibel und variabel in seinem Auftreten. Er kann also an verschiedenen Körperstellen auftauchen und tritt oft blitzartig ein. Also plötzlich ist er da, aber genauso plötzlich kann er auch dann wieder verschwinden. Besserung wird hier oft durch Ruhe und Entspannung erzeugt und eine Verschlimmerung durch Stress. Aber es kann auch schlimmer werden durch Alkohol, da er bewegend wirkt, oder aber auch durch saure Nahrungsmittel, da sie die Leber und damit die Bewegung auch ein bisschen ankurbeln. Aber dazu dann näher in meinem Ernährungsteil. Außerdem kann es auch noch zu Zuckungen oder Schüttelfrost kommen. Ihr seht nun nochmal eine Übersicht, an welchen Anzeichen ihr eine Erkrankung erkennen könnt. An dieser Stelle möchte ich noch ein sehr seltenes Symptom nennen, und zwar die Pseudogicht. Viele von euch kennen sicherlich die Gicht, die durch purinreiche Ernährung ausgelöst wird, aber nur sehr wenige kennen die Pseudogicht. An diesem Beispiel erkennen wir, wie wichtig eine gesunde Ernährung ist, die für uns dann auch zugeschnitten ist und auf unsere Konstitution passt. Bevor wir jedoch zur Pseudogicht kommen, möchte ich noch ganz kurz etwas zu unserem Stoffwechsel erklären. Und zwar kennen viele Sportler sicherlich, dass unser Stoffwechsel aerob oder anaerob laufen kann. Und zwar bedeutet das, dass wir zum Beispiel für die Fettverbrennung Sauerstoff in den Zellen benötigen. Wie ihr hier nun deutlich erkennen könnt, ist der aerobe Stoffwechsel dafür zuständig, dass Sauerstoff in die Mitochondrien kommen kann und so Energie für unseren Körper bereitgestellt wird. Hingegen im anaeroben Stoffwechsel kann durch zu viel Glukosezufuhr Laktat im Muskel entstehen und somit kann er übersäuern. Ein Sauerstoffmangel in den Zellen kann zahlreiche Ursachen haben, auf die ich jetzt nicht näher eingehen werde, da mein Video sonst einfach zu lange wird. Auf jeden Fall können zum Beispiel ein falscher Lebensstil oder aber auch eine falsche Ernährung Ursache dafür sein, dass zu wenig Sauerstoff in den Zellen ankommt. Wenn ihr dann zusätzlich noch eine sehr kohlenhydratreiche Kost zu euch nehmt, dann werdet ihr diese schmerzhaften Muskelbeschwerden immer wieder haben. Auch ohne, dass ihr Sport betreibt und dadurch einen Muskelkater bekommt. Dies ist vermutlich die Ursache des Fibromyalgie-Syndroms. Daher müssen wir dafür sorgen, dass unsere Zellen ausreichend Sauerstoff erhalten, und das können wir zum Beispiel mit Citrullin-Malat, Kupfer, Eisen, Superoxid-Dismutase, NADH, Carnosin oder ozonisiertes Olivenöl erreichen. Nun aber zur Pseudogicht, die oft durch eine Störung im Calciumstoffwechsel entsteht und vermutlich mit einem hormonellen Ungleichgewicht zusammenhängt. Da bei Männern im Alter nach und nach der Östrogenanteil steigt, leiden sie oft öfter an dieser Pseudogicht als Frauen. Bei dieser Pseudogicht konkurriert Laktat und Harnsäure miteinander, was teilweise eben auch mit dem aeroben und anaeroben Stoffwechsel zusammenhängt. Deswegen die Erklärung von gerade eben. Da unsere Nieren aber nur eines von beiden ausscheiden können, also Laktat oder Harnsäure, kann es eben zu diversen Erkrankungen führen. Wenn man nun bei dieser Pseudogicht einen Harnsäureblocker einnimmt, wird das Laktat im Muskel nicht ausgeschieden, was immer wieder zu Schmerzen führt. Und zusammen mit der Störung im Calciumstoffwechsel gibt es Calciumkristalle, die wiederum durch diese Übersäuerung im Muskel weitere Schmerzen verursachen, und das ist die Ursache der Pseudogicht. Ich wollte dieses Krankheitsbild auf jeden Fall noch nennen, da viele gar nicht von dieser Krankheit wissen
und durch eine jahrelange falsche Ernährung unter chronischen Schmerzen leiden und keine wirkliche Ursache gefunden wird. Also zieht auch bitte das in Betracht und achtet auf eure Ernährung. Und da wären wir dann natürlich schon bei meinem nächsten Teil, nämlich den Ernährungsteil. Hier habe ich das auch wieder in 4 Kategorien gesplittet und ich werde zu jeder Kategorie 2, 3 Nahrungsbeispiele nennen, die förderlich sind, um eure Schmerzen zu lindern. Fangen wir wieder an mit dem Hitzeschmerz. Der Hitzeschmerz kann zum Beispiel durch Brokkoli eine Linderung erfahren, denn der Brokkoli ist entzündungshemmend und auch leicht kühlend, was natürlich euren Hitzeschmerz dann lindern kann. Außerdem enthält der Brokkoli auch noch Indol-3-Carbinol, das ist ein Stoff, der gegen Krebs vorbeugend wirkt. Und ihr seht also, dass der Brokkoli auch andere positive Effekte hat, die wir auf jeden Fall nicht unterschätzen sollten. Als nächstes haben wir hier wieder die Beeren, vor allem die Heidelbeeren. In meinem Video über gesunde Augen habe ich schon darüber berichtet, wie gesund die Anthocyane für eure Augen sind. Ihr könnt es euch gerne noch einmal ansehen, ich werde es hier kurz verlinken. Und außerdem haben Anthocyane auch noch entzündungshemmende Wirkung und können auch wieder gegen Rheuma wirken. Außerdem haben sie einen schmerzlindernden Effekt und können den Blutzucker stabil halten. Also sind sie auch bei Diabetes sehr gut geeignet. Kommen wir auch nun zum Nässeschmerz. Zum Beispiel haben wir hier die Ananas. Ananas enthält Bromelain, das ist ein Enzym, das entzündungshemmend wirkt und entwässernd. Das bedeutet, dass euer Nässe-Stauschmerz somit gelöst wird, die Entzündungen abklingen können und dazu noch, dass zu viel an Wasser ausgeschieden wird. Diesen harntreibenden Effekt haben auch Arzneikürbiskerne. Arzneikürbiskerne haben den Stoff Beta-Sitosterin, der auch wieder entzündungshemmend wirkt und auch antibakteriell. Also kann er auch nicht nur bei Muskel- und Gelenkbeschwerden eingesetzt werden, sondern er führt auch noch dazu, dass man eine Blasenentzündung dadurch heilen kann. Also das ist auch ein ganz, ganz gutes Lebensmittel. Probiert es einfach aus. Kommen wir nun zum Kälteschmerz. Zum Beispiel haben wir hier die Lauchzwiebel. Lauchzwiebel wirkt auch entzündungshemmend und bewegt auch wieder und wärmt. Also das ist ein Lebensmittel, das euren Körper wieder wärmt von innen heraus und die Durchblutung fördert und somit auch diesen Kälteschmerz super entgegenwirken kann. Kommen wir auch nun zum Ingwer. Ingwer mit seinem Stoff Gingerol wärmt, lindert Entzündungen und hilft auch nicht nur gegen Muskel- und Gelenkbeschwerden, sondern kann auch Migräne vorbeugen und den Fettstoffwechsel anregen. Man kann natürlich den Ingwer auch äußerlich anwenden, und zwar in Form von Ingweröl und dann natürlich den Körper damit einreiben. Mehr dazu in meinem zweiten Teil für Muskel und Gelenke und dann noch natürlich viele andere Methoden, die euch dabei positiv unterstützen können, eure Schmerzen zu lindern. Kommen wir nun zum Windschmerz. Hier haben wir zum Beispiel den Hering zu nennen. Hering enthält entzündungshemmendes Omega-3-Fett und der Hering hat auch noch die Eigenschaft, Winderkrankungen aus dem Körper hinauszutreiben, was natürlich dann hier erwünscht ist. Da Enzyme für alles Mögliche wichtig sind, haben wir hier als nächstes Papaye zu nennen. Dort ist das Enzym Papain enthalten und das wirkt auch wieder entzündungshemmend und kann dabei helfen, eure Schmerzen abklingen zu lassen. Es beruhigt bei Winderkrankungen und kann auch den Eiweißstoffwechsel positiv beeinflussen und unterstützen. Falls ihr überwiegend unter Magenschmerzen leiden solltet, durch eine zum Beispiel sehr reichhaltige Ernährung und dadurch auch noch Allergien entstanden sind,
empfehle ich euch mein letztes Video über einen gesunden Verdauungstrakt. Ich verlinke auch das wieder hier oben. Und hier erfahrt ihr auch jede Menge Tipps gegen eine Übersäuerung, die sich natürlich auch auf die Muskeln auswirken kann und dort wieder Muskel- und Gelenkbeschwerden verursachen kann. Nun seht ihr noch eine Übersicht über die Lebensmittel, die positiv wirken auf Entzündungen, die Schmerzen abklingen lassen können und die eben positive Wirkung auf eure Muskel- und Gelenkbeschwerden haben. Probiert sie einfach aus und gerne schreibt mir eure Erfahrung unten in die Infobox. Ich würde mich so freuen, wenn ihr meine Tipps und meine Erfahrung ergänzen würdet. Und es wäre schön, wenn wir so gemeinsam betroffenen Menschen helfen können, dass sie wieder schmerzfrei werden. Nun gibt es natürlich auch wieder Lebensmittel, die ihr bitte meiden solltet, die nämlich Entzündungen fördern können und auch noch eure Schmerzen verschlimmern. Und zwar haben wir hier bei dem Hitzeschmerz zum Beispiel bittere und heiße Lebensmittel, wie zum Beispiel Schokolade. Ich weiß, dass viele von euch Schokolade mögen, aber sie kann oft auch Migräne auslösen und starke Kopfschmerzen. Das kennen sicher viele von euch, aber eben auch bei einem Hitzeschmerz kann Schokolade kontraproduktiv auf eure Schmerzen wirken. Und da solltet ihr Schokolade bitte meiden. Wie ihr hier sehen könnt, kann der bittere Geschmack auch noch Feuchtigkeit austrocknen, was natürlich euer Yin- und Yang-Gleichgewicht in eurem Körper, also der Anteil von warm und der Anteil von feucht, noch weiter aus dem Gleichgewicht kommen. Und das bedeutet, wenn ihr durch falsche Nahrungsmittel, vor allem jetzt hier den bitteren Geschmack, eure Körperflüssigkeit reduziert, wird automatisch der Hitzeanteil in eurem Körper steigen und natürlich eure Hitzeerkrankung wieder verschlimmern. Kommen wir nun zum Nässeschmerz. Hier solltet ihr auf jeden Fall Milchprodukte meiden und ich nenne hier ganz explizit den Joghurt. Joghurt ist sehr feuchtigkeitsspendend und sauer, was die Flüssigkeit in eurem Körper hält und somit eure Schmerzen durch dieses zu viel an Feuchtigkeit noch weiter verschlimmert und noch eine Einstauung des Ganzen erzeugt. Das heißt, euer Nässeschmerz wird dadurch auf jeden Fall weiter gefördert und zusätzlich werdet ihr dieses schwere Gefühl im Körper einfach nicht mehr los. Nun haben wir den Kälteschmerz. Der Kälteschmerz wird zum Beispiel durch sehr kalte Südfrüchte gefördert. Das bedeutet, ihr solltet zum Beispiel Südfrüchte bei einem Kälteschmerz meiden. Ich denke hier zum Beispiel auch an fruchtige Cocktails aus der Karibik, die noch mit viel Eis serviert werden. Also das ist dann doppelte Kälte. Versucht es wirklich wegzulassen und lieber auf warme Nahrungsmittel zurückzugreifen. Um vielleicht noch ein bisschen mehr Verständnis für die TCM zu bekommen, möchte ich noch ein kleines Beispiel hinzufügen. Und zwar, wenn ihr mit den Händen in kalten Schnee fasst, dann bekommt ihr so einen richtig stechenden Schmerz und die Hände versuchen sich natürlich selbst zu wärmen, werden dann rot. Aber ihr habt ja dann bestimmt nicht das Bedürfnis, eure Hände noch weiter in den Schnee zu graben. Ihr möchtet doch dann bestimmt schnell nach Hause und sie an einem schönen warmen Kamin wärmen. Und das zum Beispiel ist dann der Effekt, wenn ihr bei einer Kälteerkrankung schönes warmes Essen zu euch führt. So werdet ihr gleich ein angenehmes Gefühl verspüren und das wollen wir doch alle haben. Der Windschmerz wird überwiegend verschlimmert durch scharfe Lebensmittel, weil diese eben sehr starke bewegende Prozesse in eurem Körper auslösen. Als Beispiel habe ich natürlich den Alkohol rausgesucht. Der Alkohol fördert nicht nur Entzündungsprozesse, sondern er sorgt auch dafür, dass die Windprozesse in eurem Körper verstärkt werden. Deshalb versucht hier wieder Alkohol möglichst zu meiden. Denn sonst flammen die Entzündungen immer weiter auf und der Körper kommt überhaupt nicht mehr zur Ruhe.
Diese Lebensmittel solltet ihr bitte meiden, sowohl bei einer Hitze als auch bei einer Kältesymptomatik. Macht gerne einen Screenshot davon oder folgt mir auf Instagram. Das war auch schon mein Teil 1 für gesunde und hoffentlich schmerzfreie Muskeln und Gelenke. Ich hoffe, meine Tipps haben euch gefallen und sind nützlich für euch. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr was zu ergänzen habt, wenn euch was anderes geholfen hat. Mir ist es einfach wichtig, dass wir gemeinsam dafür sorgen können, dass andere beschwerdefrei werden von ihren Schmerzen. Denn Betroffene wissen auf jeden Fall, wie beeinträchtigend das Leben dadurch wird, wenn man ständig Schmerzen hat. Und ich bin so froh, dass ich das besiegen konnte und dass es mir jetzt so gut geht, dass ich sagen kann, ich kann wieder Freude an meinem Leben fühlen. Und das möchte ich auch für euch alle da draußen. Ich freue mich, wenn ihr auch beim Teil 2 wieder dabei seid, wenn ich von der orthomolekularen Medizin ganz hilfreiche Mittel nenne und natürlich, welche Mittel es sonst noch gibt, um eure Schmerzen zu lindern.